Hallo Leute, mal wieder ein Update. Der letzte Termin war ja letztes Jahr, kurz vor Weihnachten. Da habe ich jetzt die nächste Stärke Bögen bekommen. Also ich hatte ja die ganz weichsten Bögen und habe jetzt die nächste Stärke. Gibt vier Stärken. Und da habe ich jetzt die zweitweichste oder wie auch immer. Und am Schluss die härteste ist dann der Schluss. Ähm, Oben und unten. Und dann habe ich oben und unten auch noch eine Kette von 6 bis 6 und unten von 6 bis 6 gekriegt. Damit wurden die Zähne so stabilisiert, dass das Problem, was ich hatte was ich letztes Mal berichtet habe, dass ich hier drüben so zugebissen habe, nachts im Schlaf und der eine Zahnnägel gestört hat, das ist damit weniger geworden, beziehungsweise verschwunden. Also hier drüben beiße ich manchmal noch. Die Mittellinie ist auch nur noch leicht verschoben. Hier drüben habe ich noch leichten Kontakt, der zu früh ist. Hier vorne eigentlich gar nicht mehr. Ja, ist aber nur noch leicht, stört also jetzt nicht mehr so, nicht so richtig. Also ich merke es eigentlich nicht so beim Essen oder so. Nur beim Schlafen ist halt manchmal, dass ich gucken muss, dass ich auf der linken, nee, auf welcher Seite muss ich schlafen? Auf der linken Seite muss ich schlafen, damit ich rechts nicht drauf beiße, weil dann der Unterkiefer ein Stückchen nach links von alleine rutscht. Also ein bisschen interessant. Dann war es aber so, dass die Kette, also ich hatte oben und unten eine Kette von 6 bis 6. Und die Kette oben aber, die hat mir die Schneidezähne zurückgezogen, also vor allem den rechten, sodass mein Unterkiefer nicht mehr so weit nach vorne gekommen ist. Und das fand ich doof. Also bin dann nachts aufgewacht, dass ich in Rückenlage gelegen habe und recht verspannt im Nacken war, weil mein Kiefer auf den hinteren Zähnen nachts seine Parkposition gefunden hat und dabei wieder nach hinten gegangen ist, was er eigentlich nicht soll. Das habe ich mir eine Weile angeguckt und hin und her überlegt. Und dann habe ich beschlossen, die Kette muss raus. Die obere Kette muss auf jeden Fall raus. Also habe ich da eine E-Mail hingeschrieben und gesagt, das geht so nicht, ich will das rausmachen. Ist es okay? Und das war okay und ich habe es rausgemacht und jetzt ist es gut. Also ich habe jetzt nur die obere Kette rausgemacht, weil ich mir dachte, Stabilität kann ich ja gebrauchen eigentlich und unten stört es mich nicht. Also habe ich die Kette unten drin gelassen. Die meinten, ich kann beide rausmachen. Mal gucken, ob ich die untere auch noch rausmache. Ich beobachte erstmal, wie das jetzt so ist. Ja, das ist der Stand. Es ist immer noch ein bisschen so, dass ich nachts eher auf den hinteren Zähnen die Parkposition habe und dann ein bisschen nach hinten gehe mit dem Unterkiefer. Also wenn ich mich ganz bewusst in so eine Position lege und vorne die Parkposition suche, dann geht das. Und dann sind meine Kaumuskeln auch entspannt früh. Aber wenn das nach hinten rutscht, dann habe ich so Verspannung hier in meinen Kaumuskeln. Das liegt halt daran, dass die Zähne hier noch keinen Kontakt zueinander haben. Also die Zähne liegen vorne auf und hinten, aber hier dazwischen, da, da ist immer noch Luft. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass das alles so ein bisschen, naja, noch besser werden könnte. Mal gucken, wie lange das noch geht. Also, am Anfang der Behandlung war das so der Punkt, wo ich dachte, wie wird das wohl gelöst werden, bis die Zähne wieder zusammenkommen. Und wie sich herausstellt, ist das keine Sache, die mal eben ruckzuck gemacht ist. Naja, ist halt so. Dann gibt es noch eine Erkenntnis, die ich auch nicht so gut finde, nämlich mit diesem Lippenbändchen. Das Lippenbändchen hier unten, da ist ja das Zahnfleisch zurückgegangen an dem einen Zahn. Und die Theorie war ja, dass das an dem Lippenbändchen liegt, weil das Lippenbändchen davor gekommen ist. Aber offensichtlich und leider ist das wahrscheinlich nicht nur das Lippenbändchen, weil das habe ich mehr durchgeschnitten gehabt vor über einem Monat. Und das ist gut geheilt und alles super, aber das Zahnfleisch ist nicht zurückgekommen, sondern einfach nur runtergeklappt. Da ist es nicht mehr da, quasi, sondern ja.
Und das lässt nur einen Schluss zu, nämlich, dass der zahnhaltende Knochen an der Stelle abgebaut wurde. Und ich weiß auch, wann in der Behandlung das passiert sein muss. Da gab es einen Behandlungsschritt, wo ich auch so ein schlechtes Gefühl dabei hatte. Da wurde eine Kette gezogen von diesem Schneidezahn und dann über 4 oder so Zähne, um diesen Eckzahn hier, der da so erst verdreht drin war, Platz zu machen, da reinzukommen. Aber es wurde ein bisschen lange und ein bisschen zu viel gezogen. Und dabei ist dieser Zahn so ein Stück nach vorne raus luxiert worden. Das habe ich auch von drinnen gespürt, dass dieser Zahn weiter draußen steht. Dieser Zahn ist dann später wieder reingerutscht und ich dachte mir, okay, gut, dann passt's ja. Aber offensichtlich in dem Moment, wo der nach vorne rausgezogen wurde, hat sich der Knochen da abgebaut, der zahnhaltende Knochen. Ja, und der zahnhaltende Knochen beeinflusst halt, wo das Zahnfleisch steht. Also wenn Zahnfleisch irgendwo zurückgeht, bedeutet das, dass der Knochen zurückgeht, normalerweise. Jetzt ist die Frage, kommt der Knochen wieder oder nicht? Ich bin ja ein Optimist. Ne? Ich denke, der kommt wieder. Und man sieht auch schon ein bisschen, dass das Zahnfleisch zurückkommt. Auf der Seite da kommt so ein bisschen das Zahnfleisch wieder drüber. Mal gucken, wie lange das dauert. Innen und an den Seiten ist das Zahnfleisch da, also das ist nicht das Problem. Der Zahn wird sicherlich ganz gut da festgehalten. Mal gucken, ob der Rest wieder kommt. Also es wird sicherlich jetzt nicht so sein, dass der Zahn ausfällt oder sowas. Aber ja, ist ein bisschen doof. Also jetzt, wo ich das Zungenbändchen Lippenbändchen durchgeschnitten habe, ist es nicht mehr so unangenehm. Ein bisschen unangenehm ist es noch, aber ja, Lippenbändchen ist nicht mehr da. Das Zahnfleisch ist da runtergeklappt und damit da verklebt quasi mit dem, wo das Lippenbändchen war. Ist schon interessant, Schleimhäute im Mund, wie die sich verhalten. Aber ja, bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ansonsten, kauen geht super, kann ich überhaupt nicht meckern jetzt. Das ist schon ziemlich gut, obwohl hier noch ziemlich viel Luft ist zwischen den Zähnen. Aber hinten die Backenzähne haben ganz ordentlich Kontakt wieder. Die Position im Schlaf, das ist noch was ich so ein bisschen beobachte und denke mir, das ist auch blöd, wenn der Unterkiefer nach hinten zurückfällt. Das sollte nicht sein. Also das wird hoffentlich in der Zukunft wieder weiter fromm stattfinden, alles. Der Platz ist ja da. Jetzt, und auch jetzt, wo diese Kette oben, wo ich die rausgemacht habe, ist es wieder gut. Also die Kette oben, die war echt ätzend. Also die hat, ja. Insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass ich ein bisschen Platz verloren habe seit am Anfang mit der AGA. Also die Zunge hat nicht mehr ganz so viel Platz, wie sie am Anfang hatte, aber sie hat genug Platz, um den Oberkiefer auszufüllen. Also ja, man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Und ich hoffe, dass es zum Ende der Behandlung dann auch immer noch so ist und das Ziel erreicht wird. Der nächste Termin ist jetzt erst Anfang März, was ich auch gut finde, können sich die Zähne dran gewöhnen und dann kommt sicherlich der nächst härtere Bogen rein, wo sich die Zähne dann wieder dran gewöhnen müssen. Von daher ist es gut, wenn es längere Ruhepausen gibt für die Zähne, sich da anzupassen. Es geht ja auch auf die Zahnwurzeln mit der Zeit. Ne? Also ich hoffe, dass das alles ohne nennenswerte bleibende Schäden über die Bühne geht. Im Februar sind es ja dann schon 2 Jahre, dass ich diese festsitzende Zahnspange habe, nach der AGA. Ja, spannend. Ich werde berichten. Ich weiß noch nicht, wann ich das nächste Video mache. Wahrscheinlich im Februar dann das 2-Jahres-Update. Ja, denke. Ja, dann noch einen schönen Januar euch. Haltet die Ohren steif. Lasst euch nicht wuschig machen von der verrückten Welt da draußen. Bis dann.